der Ahorn 690 Plus. Und da sind wir hier. Wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Das ist wirklich ein Fahrzeug, das kenne ich noch. Denn ein paar Mal habe ich schon gedreht, der 690 Plus. Das ist ein Brot- und Butterauto bei euch. Das läuft wirklich sehr, sehr oft. Ja, also es ist wirklich einer unserer beliebtesten Grundrisse. Und wir haben den nicht nur als teilintegrierten, sondern seit letztem Jahr auch als Alkovenmodell. Hier auf der Messe haben wir jetzt den teilintegrierten mitgenommen, mit Einzelbetten auf 6,99 Meter und ein voll ausgestattetes Fahrzeug mit Küche, mit Bad, mit Schlafbereich. Und das Ganze schauen wir uns gleich auch nochmal von innen an. In der neuen Modellsaison 2024 haben wir im Außenbereich uns auch was ganz Besonderes überlegt. Du siehst schon, die Beklebung, die hat nochmal einen ganz modernen Touch bekommen. Das ist so ein bisschen 3D-Optik, Graphitgrau. Und das zieht sich bei uns in der Camp-Serie für die neue Modellsaison durch. Ach, das ist kein Loch hier drin. Achso, das ist nur dargestellt. Nein, tatsächlich nicht. Okay, also wem es denn gefällt, es gefällt mir, muss ich sagen. Grau ist immer gut und Blau ist immer gut. Was sagen denn die Kunden über die Beklebung? Fällt Ihnen das auf überhaupt, dass ihr was gemacht habt? Ja, also es kommt sehr gut an bisher. Es ist ein bisschen was anderes, es ist was Besonderes und hebt sich damit ab. Und das will man ja letztendlich auch, ein Zeichen setzen, sich abzuheben. Und das können Kunden sowieso mit unserer Marke, weil wir nämlich vieles anders machen. Wir sind jung, wir sind modern und eigenständig und bringen auch immer innovative Produkte raus. Und man sieht immer mehr Ahorn-Camp-Fahrzeuge tatsächlich auf den Straßen. Man muss einfach nur auf das Ahorn-Logo achten, auf das Blatt. Und so kann man ganz schnell tatsächlich auch immer mehr Fahrzeuge auf den Campingplätzen entdecken, eben gegeben auch durch unsere große Vermietung, die wir haben. Gut, jetzt muss man sagen, in Speyer fährt da irgendwie jeder Ahorn, habe ich das Gefühl, wenn man da irgendwie rum ist. Ihr habt einen riesen Servicebereich neu in Betrieb genommen in Speyer. Ja. Was ich cool finde, ihr habt neue Fenster, die sind noch viel schicker. Ja, die sind von dem Markenhersteller Agriform, die haben wir jetzt zur neuen Modellsaison mit aufgenommen. Und du siehst, das Design ist eben sehr modern, es schmiegt sich wirklich in die Außenoptik ein, aber auch die funktionalen Aspekte sind sehr wichtig, zum Beispiel die Einbruchssicherheit, die Dämmung, die verschiedenen Stufen, in die das Fenster stellbar ist. Und tatsächlich auch der Privacy-Effekt. Die sind abgedunkelt, das heißt, man kann fast gar nicht reinschauen. Und so haben wir hier nochmal ein ganz tolles Upgrade in dieser Saison vorgenommen. Und von innen siehst du gleich auch, dass wir eine GFK-Innenverkleidung bei den Fenstern vorgenommen haben. Was total krass ist die Form. Also die sehen von außen so schick aus. Und es ist ja so, das Erste, was der Kunde sieht mit diesen Rahmen, die waren ja vorher so ein bisschen rahmenlos. Das war so ein bisschen wie, nichts gegen die Seitsfenster, die es so gibt, aber die sehen total schick aus. Aber du sagst, man kann die stufenlos verstellen. Das ist also auch nochmal ein Plus, oder? Ja, in mehrere Stufen, tatsächlich verstellbar, auch auf Kippstellung. Und so hat man hier auch eine optimale Durchlüftung. Wir haben auch einige Dachluken in dem Fahrzeug. Es ist sogar auch ein Panorama-Dachfenster möglich. Also an Licht- und Luftdurchfuhr mangelt es definitiv nicht. Also wenn ich jetzt hier drauf gucke, also das Fenster ist wirklich wichtig. Das ist was ganz Neues. Und der Rahmen, der ist sehr, sehr schick. Ich kann mir vorstellen, dass die Luftverwirbelungen auch weniger sind, weil der Rahmen aerodynamisch angepasst ist. Absolut, das ist einer der vielen Argumente, die dafür sprechen. Sehr schön. Also ich wollte es nur mal sehen, weil das habe selbst ich gesehen. Das hast du mir noch gar nicht gesagt, dass die Fenster neu sind. Ja. Was man auch erwähnen muss, die Verschlüsse sind seit einigen Jahren aufgewertet worden. Das sind jetzt Druckverschlüsse, die drauf sind. Ja. Die halten und man sieht von außen, dass sie zu sind. Wenn du mir das einfach mal kurz zeigst. Weil bei vielen Campern bist du am Raten, ist es auf, ist es zu. Bei euch relativ einfach. Die springen raus, wenn sie auf sind. Genau, du kannst es einfach hier einmal durch den Klickmechanismus öffnen. Hier siehst du dann, wie das Ganze auch innen offen aussieht. Und wir können die Tür auch gerne einmal schließen. So, das hier sieht aus wie ein Queensbett, was hier drin ist. Die Verriegelung kann dann eben auch die Garage wieder abschließen. Und so optimieren wir unsere Fahrzeuge in jeder Saison weiter. So, wenn du mal kurz nochmal für mich die Garage öffnest, ja, klar, dass wir mal einmal kurz reinschauen. Du siehst hier draußen auch direkt die Maße. Also es passt einiges rein. So, und das gucken, aber so der erste Eindruck zählt natürlich. Das heißt, Faltverräder würde ich reinkriegen. Die Höhe von der Klappe könnte so 1 Meter sein ungefähr. Ja. Von der Höhe, da würde ich dann die Enduro von mir sogar noch reinkriegen. Aber von innen sogar auch die Klappe direkt in den Innenraum hinein. Okay, ist das hier Querbett drin oder was hast du drin? Oder ein Längsbett? Das hier sind Einzelbetten, die man aber mit einem Polster auch zu einem großen Doppelbett erweitern kann.
So, stark ist immer der Preis. Das hier sind die 2024er Modelle. Man kann es leicht sehen an der Außenbeklebung. Der Grundpreis von 58.600 Euro. Das Messefahrzeug, wie es hier steht, 70.455. Das ist aber schön voll, oder? Ja, also hier haben wir wirklich eine sehr umfangreiche Ausstattung mit drin. Also du siehst hier das komplette Paket, was enthalten ist. Du hast eine Markise, die Rückfahrkamera, die Tuma-Kombiheizung, die Tedford-Toilette und eben auch das elektrische Hubbett von einem Markenhersteller, das auch stufenlos höhenverstellbar ist. Und Motorisierung ist in diesem Fahrzeug 145 PS, Twin Turbo vom Renault Master. Und das Fahrzeug ist auch schon ab 618 Euro pro Monat erhältlich mit einer Finanzierung. 618 Euro, die bietet ihr auch gleich mit. Ist das noch so, dass wenn ich die Finanzierung abschließe ab 10.000 Euro, dass ich eine erweiterte Garantie bekomme? Gibt es das noch? Ja, wir bieten Garantieverlängerung an, die man dann auch dazu buchen kann bei der Consorsfinanz, ja. Das ist nämlich das, was mich dazu bewogen hätte, eine Mindestfinanzierung von 10.000 Euro zu machen, die da irgendwie drauf ist. Dann gibt es nämlich eine Garantieverlängerung. Besonderheit hier ist das Mehrraumkonzept. Also ihr habt wirklich die Räume komplett voneinander getrennt. Das stimmt. Also man hat hier nochmal die Möglichkeit, einen komplett abgetrennten Schlafbereich herzustellen durch die Tür. Das heißt, wenn jemand im Heck schläft und aber die Kinder oder der Partner vorne in dem Bereich noch essen möchte, vielleicht noch einen Film schaut, dann kann man den Bereich auch ganz entspannt durch die Tür abtrennen. Die neuen Fenster sind echt gut. Also ich liebe die jetzt schon, weil auch innen drin die Plissés, das ist alles total aufgewertet worden. Absolut. Du siehst hier auch direkt die GfK-Innenverkleidung. Das passt sich einfach dem Wohnraum noch besser an. Überall auch mit Rollos und Fliegengitter. Und hier schwarz statt Silber. Also es ist wirklich sehr, sehr schick. Es fühlt sich auch wertig an. Ich habe es gerade eben mal angefasst, wie du siehst. Die ist natürlich hier, der Grundriss ist schon sehr besonders. Den haben nicht so viele. Also mit der Tür hier drin und der Abtrennung. Den haben tatsächlich nicht so viele Anbieter und deswegen kommen auch sehr viele Kunden zu uns auf den Stand, die explizit nach diesem Modell suchen, weil es eben recht einzigartig ist und aber auch sehr vielseitig und mit dem Alkoven, was in dem Partnermodell sozusagen erhältlich ist, sogar auch für Familien geeignet. Du magst dich mal drauflegen, dass wir das einmal kurz sehen von der Länge her. Ja, da, kann ich gerne machen. Warte mal, ich komme mal rein und zeig das mal gerade. Sehr viel Platz. Boah, es ist echt lang. Das heißt also, du hast hier die Bettenmaße von fast 2 Metern, die hier drin sind. Ich kann sogar meine Beine ausstrecken, das ist gar kein Problem. Hier finden wir auf jeden Fall jeder seinen Platz und das Bett ist auch noch umgebaut, also man kann es entweder als Einzelbetten nutzen oder auch als umgebaute Liegefläche. Über dir ist ein Fach, wenn du da mal reinfährst, da ist so eine Kante mit drin, das kann nicht rausfallen während der Fahrt. Da kann man so Sachen, zum Beispiel Tablets oder irgendwelche Handys reinlegen, die man aufladen möchte. Bücher. Achso, für die Kids zum Beispiel, ja. Zum Vorlesen. Push drücken. Was ich toll finde, ist, wenn hier das Kind in der Mitte schon mal schläft, ja, können die Eltern noch einen Rotwein trinken vorne oder einen Weißwein. Ihr seid ja aus der Pfalz, ja, da gibt es auch schon mal einen Wein. Und was mir auffällt, ist, alles ist aufgewertet worden. Also alles fühlt sich noch einen Ticken wertiger an. Also nicht, dass er nicht wertig war, gar keine Frage. Aber wenn ich das jetzt sehe, du kennst das, du kommst in so ein Reisemobil rein und du hast irgendwie das Gefühl, ist das jetzt ein günstiges oder nicht günstig? Ihr macht es den Leuten schwerer, oder? Also wir haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu aber einer sehr hohen Qualität, nur Markenkomponenten verbaut und dieses Jahr haben wir gerade bei Belichtung und Design nochmal eine Schippe draufgelegt, haben das ganze Design auch nochmal angepasst. Du hast hier hinten in dem Bereich auch die Leselampen mit USB-Ladestation direkt enthalten und eben auch diese Push-Lock-Mechanismus in allen Klappen. Die sind ganz neu, gell? Die sind ganz neu und ermöglichen eben eine noch einfachere Handhabung mit hydraulischen Dämpfern. Wow, jetzt wollt ihr es ja echt wissen. Also die Tür ist da oben, das Licht kenne ich noch, das kann man sogar mit dem blauen Licht dann noch lassen. Also wenn man nachts schlafen möchte, kann man das aktivieren. Dann hat man so eine Art Orientierungslicht, was drin ist. Was ich toll finde, ist der barrierefreie Boden. Normalerweise hast du ja immer Unterbrechungen bei irgendwelchen Böden mit drin. Der ist aber komplett durchlaufend. Dann hast du diese ganz große Küche, die ist zwar nicht sehr breit, aber sehr tief. Und das ist doch eine Besonderheit. Genau, du hast ja auch 3 Kochfelder mit Piezozündungen. Das heißt, einem ausführlichen, ausgewogenen Abendessen steht hier definitiv nichts im Wege. Und ich kann dir sehr gerne auch mal hier die Spüle zeigen. Die lässt sich hier nämlich auch aufklappen. Und hier haben wir platzsparend den Wasserhahn.
Da habt ihr auch drauf geachtet. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Wasserhahn, sondern das ist jetzt ein Argo, der auch wertig aussieht. Normalerweise sind da die ganz kleinen drin, diese Hochklaps, die kennst du, gell? Ja, die kenne ich, aber hier haben wir uns tatsächlich für beste Qualität entschieden und aber natürlich auch immer beste Nutzung des Raumes und platzsparende Lösungen. Und hier in dem Küchenbereich rechts siehst du auch unsere neuen Magnettafeln, an die du tatsächlich dann auch Küchenutensilien einfach anbringen könntest. Oder hier in dem Bereich Geschirrtücher, alles, was das Camper-Kochherz Begehrt. Genau. So, Hier Kühlschrank. unten haben wir den Kühlschrank, den kann ich gerne auch mal aufmachen. Da ist auch ein kleines Gefrierfach mit drin. Und rechts davon haben wir mehrere Schubladen, die hier auch einen ganz sicheren Arretiermechanismus haben, das während der Fahrt auch alles stillhält. So, wenn du dich mal gerade bitte auf den Beifahrersitz begibst, sag mal so lieb, dann kann man das Raumgefühl mal ein bisschen zeigen. Du kennst das Fahrzeug ja in- und auswendig. Auf die Polster werden wir gleich mal kommen. Das sind die gleichen Polster, die wir eben vorgestellt haben. Genau. Also da sitzt man auf jeden Fall auch wieder sehr bequem als Beifahrerin. Die Farben, ihr habt so Erdtöne jetzt drin? Ja, das hat damit zu tun, dass wir diese Naturverbundenheit nochmal aufgreifen wollten. So, das ist euch gelungen. Das heißt, ihr habt natürlich das Leder vegan gewählt. Das hast du mir auch noch kurz erzählt. Tierleidfrei. Genau, du bist ja im Moment dabei. Ja, das Thema Marketing umfasst natürlich sehr, sehr viel. Ja, du bist unter anderem verantwortlich für ganz, ganz viele Dinge. Die Webseite zum Beispiel. Ja, was ist denn da zu pflegen so einen ganzen Tag? Naja, da setzen wir natürlich immer unsere aktuellen Infos auf die Website, dass die Kunden immer bestens informiert sind, sei es über Veranstaltungen, neue Modelle. Und man hat natürlich noch mehr Aufgaben im Marketing. Also es ist sehr vielseitig. Der Tag geht schnell rum? Der Tag geht sehr schnell rum. Der Tag kann eigentlich nicht genügend Stunden haben, aber es macht sehr viel Spaß, man kommt sehr viel rum und es ist jeden Tag abwechslungsreich. Hast du schon gesagt, das gefällt mir. Das Schöne ist bei ihr, sie fügt die Sätze genau wie du. Ihr könntet echt im Radio anfangen, ihr seid echt gut. Ja. Also ihr seid ein cooles Team, ihr seid ein junges Team. Nächste Woche gibt es unsere Morning Show. Gibt's den Morning. Aber ihr seid echt ein junges Team, oder? Das heißt, es ist nicht nur so gesagt, sondern ganz viele Mitarbeiter sind echt jung. Genau, ja, wir haben auch ein sehr junges Management. Wir sind ein Familienunternehmen, was in zweiter Generation geführt wird. Natürlich haben wir auch sehr viel erfahrene Mitarbeiter, die auch schon jahrelang in der Reisemobilbranche tätig sind. Der ein oder andere hat sogar ein eigenes Ahorncamp-Fahrzeug, zum Beispiel auch unser Werkstattleiter, der eigentlich fast jedes Wochenende mit seinem eigenen Ahorncamp-Fahrzeug unterwegs ist. Und so ergänzen wir da uns eigentlich perfekt mit jungen Ideen, kreativen Ideen, aber verbunden eben auch mit erfahrenen Mitarbeitern. Das finde ich aber nett. Du sagst auf der einen Seite jung und statt alt sagst du erfahren. Ja, natürlich. Also von erfahrenen Mitarbeitern und Kollegen kann man natürlich auch was lernen. Sehr schön. Also sie hat mich dann angeguckt mit erfahren. Ne? Sehr schön. Die Tür, die Spaltmaße, darauf sollte man mal hinweisen. Franziska, komm mal kurz her. Und das ist nicht normal. Ihr fahrt hier wirklich mit Spaltmaßen. Das heißt, die Verwindungssteifheit muss schon so sein, dass diese Tür auch hält. Die kann man nicht einstellen. Das heißt, also ihr vertraut darauf, dass die Verwindung da nicht so ist. Und das ist kein Problem, oder? Die Tür hält. Die hält absolut und trennt den Bereich eben nochmal ab zu einem sehr großen Badbereich, den wir uns gleich auch nochmal anschauen können. Die Spaltmaße sind schon krass. Also das ist gut. Das gefällt mir. Und da innen drin im Bad, ihr arbeitet viel mit, ich sag mal, Duschabtrennung. Ich glaube, das ist auch wichtig. Leute gucken hier rein und so ein Vorhang wird nicht gehen, oder? Nein, also so ein Duschvorhang, den findet man in unseren Camp Kanada Reisemobilen eigentlich gar nicht. Denn wir nutzen hier tatsächlich die Duschklappe, eine sehr hochqualitative Duschwanne auch. Du hast auch die Armaturen direkt hier im hinteren Bereich mit drin. Große Dusche, dedizierte Dusche. Hättest du die Möglichkeit, mal kurz das Licht für mich anzumachen, dass man mal sieht, wie das Lichtdesign ist? Ja, So. also wir haben hier oben auf jeden Fall schon mal die Lichter enthalten. So, ist schon mal an. Dann. Schon mal an, das kann man tatsächlich auch dimmen. Jetzt ist zum Beispiel ein bisschen dunkler. Okay, Und so ist es dann tatsächlich auch wieder heller. sehr schön. So, das heißt, ihr seid jetzt beide gerade im Bad drin. Das sehe ich jetzt gerade. Gerade dann, wenn zum Beispiel 2 Leute im Bad mal drin sind, kann ja passieren. Das heißt, wenn ich zu lange dusche, könnte Franziska, wenn sie es nicht mehr einhalten könnte, noch schnell auf die Toilette währenddessen. Und wir haben sogar noch eine Klappe mit drin, wo die ganzen Duschutensilien auch verstaut werden können. Das Ganze auch als Spiegelschrank verkleidet. Hier unten hast du auch noch mal weiteren Stauraum.
Was ich cool finde, ist, hier können 2 Leute rein. Das heißt, das Kind könnte auch hier drin sein. Ich war ja früher als Kind, das war, wenn ich dann früher zurückkam, da musste Oma mich erstmal abspritzen, um zu gucken, ob das Kind auch das Richtige ist. Ja? So dreckig war ich. Und da könnte man hier das Kind reinstellen. Zum Beispiel die Mama, die könnte hier stehen, die könnte es auch mal waschen und so weiter. Das heißt, der Baderaum ist wirklich groß, oder? Ja, der ist absolut komfortabel, wenn man bedenkt, dass das Fahrzeug wirklich unter 7 Meter bleibt und trotzdem so ein umfangreiches Bad enthält. Was mir auffällt, ist es alles viel wertiger. Also es ist alles nochmal, guck mal hier, die Spüle an und das alles, das ist nicht mehr so, was will ich das sagen, so alles unglaublich hochwertig geworden. Habt ihr so Lust, euch irgendwie ganz anders einzusiedeln? Oder ihr wart ja vorher auch eine, ich sag mal, günstige Marke vom Preis her. Aber jetzt, was ich alles jetzt hier sehe, ist doch aufgewertet worden, oder? Absolut, also unsere Marke hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung gemacht und wir entwickeln unsere Produkte jährlich weiter und wir sind eben kein Discounter, sondern haben unsere eigene starke Marke, die auch immer mehr Reichweite bekommt, immer öfter auch wiedererkannt wird und da ist es uns ganz wichtig, eben auch die passende Qualität dazu anzubieten. Es gibt es nicht so oft, ja, muss man schon sagen. Also hier sieht man das Hubbett mit drin. Ihr könnt beide mal rauskommen. Zeige ich mal gerade tatsächlich. Also das ist der lebende Beweis. Ihr wart beide in der Dusche drin, im Bad drin. Und hier siehst du das Hubbett, wenn ihr mal gerade unter das Hubbett runter geht, dass ich mal zeigen kann von der Stehhöhe her. Das geht auch wirklich problemlos. Ohne Probleme, ja. Und du bist groß, ja. Ja. Du auch, ja. Dankeschön. Gerne. So, dann die Sitzgruppe, das ist ein normaler Grundriss, das will der Deutsche auch, der liebt diesen Grundriss hier, Face-to-Face ist eine andere Sache, aber hier die Sitzbank hier mit drin, hier diesen kleinen Sitz, der wirklich sehr, sehr groß ist, also im Vergleich dazu, gut, wir haben ein längeres Fahrzeug. Du siehst ja auch, wie tief das elektrische Hubbett tatsächlich auch runterfahrbar ist. Das heißt, du kannst auch ganz entspannt über die Leiter dann in das Bett steigen. Tagsüber stört das aber überhaupt nicht, da du es komplett hochfahren kannst. Und in der Alkoven-Version entfällt eben dann das Hubbett und in der Version hätte man dann einen Alkoven über dem Fahrerhaus. Okay. So, sehr schön. Also sind wir drin. Das Ganze mit einem Grundriss, der sehr interessant ist aufgrund des abgeschlossenen Schlafraums und des abgeschlossenen Bades. Also ein richtig großes Reisemobil. Hier vorne ist noch eine Rückfahrkamera mit drin. Extras mit eingebaut. Und ja, komm, wir gehen mal raus. Wir zeigen mal den Preis. Bussystem hier vorne, Kühlschrank. Und da gibt es natürlich auch wieder Messedeal. Bin ich mal sehr gespannt. Das Preis hier, wie es hier steht, Listenpreis 70.455 €, geht los bei 58.600 im Grundpreis. Der Ahorn Camp T 690 plus, Modellvariante 2024. Gibt es bei euch in Speyer, in Frankfurt und in Mülheim und bei unzähligen Fachhändlern. Genau, wir haben ein Handelspartnernetzwerk von 40 plus Handelspartnern deutschlandweit. Und das Besondere daran ist, dass es Renault Autohäuser sind. Das heißt, der Kunde kann vor Ort nicht nur das Fahrzeug vorne, das Chassis warten lassen, sondern eben auch den gesamten Aufbau mit allen technischen Geräten und hat so den Rundum-Service von Pkw über Wohnmobil. Das war so eine Idee, die ihr hattet, die ziemlich einzigartig ist. Die meisten sind ja so Fachhändler nur für Wohnmobile. Bei euch sind die Händler, die können beides. Genau, die können beides und sind dann eben auch ganz kompetent in der Beratung, auch sogar nach dem Kauf für After-Sales-Anliegen. So, du weißt ganz genau, wie ich dich angesprochen habe, zusammen mit deiner Kollegin, wo ich gesagt habe, hilf mir bitte. Ich brauche jemand, der die Fahrzeuge so ein bisschen zeigt. Ja, du hast dann am Anfang gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Am Schluss hast du gesagt, ich mach's. Sie hat es gut gemacht, ja? Sie hat es super toll gemacht. Ja, es ist so. Du hast auch zu mir gesagt, lass mir die Mädels in Ruhe. Guck, dass du keine bösen Fragen stellst. War ich denn lieb genug zu euch? Du warst sehr lieb gewesen. Sehr schön. Dann zeige ich nochmal den Innenraum. Da ist es drin. Also wenn ihr Lust habt, geht mal zur Firma Ahorn. Diese Angebote, viele Angebote hier sind gültig während der Messe. Nicht alles werden wir zeigen können, aber es lohnt sich, in Speyer vorbeizugehen. Da habt ihr eine Riesenhalle. Ist die auch beheizt im Winter? Es gibt auf jeden Fall Glühwein, Kaffee, volle Ausstattung. Man wird sehr gut versorgt bei uns. Und es ist nicht so kalt wie draußen, oder? Tatsächlich nicht, nein. Ja, und es regnet auch nicht. Es regnet niemals. Genau, ihr habt hier nämlich alle drinnen stehen. Da habe ich schon mehrfach gedreht bei euch in der Halle. Speyer sehr verkehrsgünstig auch gelegen. Das heißt also auch von Frankfurt. Die Frankfurter Kollegen buhlen so ein bisschen um die Vormacht, habe ich so das Gefühl. Denn die Ausstellungshalle ist auch riesig. Also in Dietzenbach bei Frankfurt haben wir auch eine riesige Ausstellungshalle. Ein
ein tolles Team vor Ort, eine Riesen-Servicewerkstatt. Eine Riesen-Servicewerkstatt, liegt auch sehr, sehr gut. Also gerade für das Rhein-Main-Gebiet sind wir da sehr gut angebunden und dort kann man die ganzen Fahrzeuge auch besichtigen, sich eben auch ein Angebot erstellen lassen und das Fahrzeug dann dort auch kaufen. So, und wie das Ganze dann im Camping-Einsatz aussieht, das sind natürlich echte Fotos. Die Leute machen dann Drohnenaufnahmen mit den Fahrzeugen. Ist das so, oder? Ja, wir haben regelmäßig Content Creator unterwegs, die unsere Fahrzeuge testen, Bilder machen, Videos machen, damit die Kunden eben auch was Schönes zum Anschauen haben und sich vorstellen können, wie sie dann selbst dann mit so einem Fahrzeug auch auf Reisen gehen können. Ja, man steht ja niemals auf dem Stellplatz, sondern immer ganz allein am See. So ist das immer in den Werbefotos hier drin. Aber die Wahrheit ist ja anders. Aber die Stellplätze werden massiv ausgebaut. Also du hast mittlerweile Stellplatzanbieter mit Bauernhöfen, mit alleine stehen, mit hier und da. Jetzt mal ohne Witz, die letzten 3 Jahre, da ging so der Turbo an, was die Stellplätze angeht, oder? Genau, da hat sich wirklich einiges entwickelt und wir arbeiten dort auch mit dem Stellplatzanbieter Alpaka Camping zusammen. Das heißt, dort kann man online seinen optimalen naturnahen Stellplatz finden, beispielsweise auf dem Bauernhof oder bei Winzern und den dann ganz unkompliziert online buchen und dort hat man wirklich ein sehr authentisches Erlebnis direkt vor Ort in der Natur. So, und hier vorne sind ein paar Messedeals, die schauen wir uns noch an, denn die habt ihr zusammen gewählt, um die Leute natürlich zu einer sofortigen Entscheidung zu bringen. Ja? Und das ist hier, die sind limitiert, korrekt? Die sind limitiert, nur solange der Vorrat reicht und wir sind jetzt schon in der Mitte der Messe, der Vorrat sinkt langsam, das heißt, es lohnt sich schnell zu sein. Wir haben hier einige Modelle aus dem Van-Bereich, aus dem Van-City-Bereich und unsere tollen Sondereditionen 620 bei Irmscher oder Black Edition. Ja, der Ahorn 690 Plus. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television vom Caravansalon 2023. Heute ist der 30. August 2023, ein Mittwoch. Tschüss.